In den letzten 2 Jahren hat sich das Tiny House von einer Rumpelkammer nach und nach in einen Wohlfühlort verwandelt. In vielen Stunden Arbeit gab es neue Farbe für die Wände, einen Fußboden, neue Fenster, eine Küche und noch so viel mehr. Doch eine Sache hat wirklich lange auf sich warten lassen: eine richtige Treppe. Ich war ein paar Tage nicht da und habe die Nachricht bekommen, dass die Treppe jetzt fertig ist. Und bin deswegen ganz arg gespannt, wie die jetzt aussieht. Darf man schon draufsteigen? Mhm. Oh Gott. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Treppe hier bei der Küche irgendwie zu viel Raum einnimmt, aber tatsächlich ist es jetzt viel besser als mit der Leiter davor. Davor stand ja hier einfach so eine Leiter und da konnte man hier ja gar nicht hingehen. Und jetzt ist dieser Platz halt irgendwie auch nutzbar. Ich habe dann direkt angefangen, die Stufen zu verfugen. Ich arbeite hier jetzt erstmal mit einem weißen Grauacryl, weil dieses Holzfarben ist relativ teuer und ich habe ja eine große Lücke zu schließen. So, jetzt kommt hier das Parkettacryl. Genau, das kommt da einfach rein. Gewachst wird die Treppe mit Hartwachsöl. Das haben wir hier auch schon für den Fußboden verwendet und diverse andere Sachen und damit immer gute Erfahrungen gemacht. Übrigens sind hier die Seitenwände, die sind auch aus Fichte, so wie der Boden. Und die Stufen sind Eiche. Und die werden auch beim Ölen nochmal deutlich dunkler werden. Die Fichte hingegen, die dunkelt so ein bisschen nach, aber nicht so viel. Und am besten macht man das so 2-mal mit dem Hartwachsöl. Und dann halt so einmal im Jahr nochmal, aber keine Ahnung, wann das zuletzt beim Fußboden gemacht wurde. Das Projekt Treppe wurde so lange aufgeschoben, einfach weil es wirklich das bisher anspruchsvollste Projekt war, gerade für Laien, die sowas noch nie gemacht haben. Aber ich bin richtig stolz, dass die Treppe so gut geworden ist. Die lange Planung und das Rumrechnen hat sich gelohnt. Fertig. Auch im Gewächshaus geht es voran. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie hier alles nach oben geschossen ist, während ich weg war. Da gab es zwar schon einige Tomatenknospen, aber es waren noch keine Tomaten dran. Mittlerweile hängen hier riesige Tomaten wirklich und auch die Gurken. Und diese Pflanze ist einfach riesig geworden. So schön. Und die Lufferpflanze sieht auch sehr gut aus. Die hatte ich ja gedüngt mit Pferdemist. Das war eine sehr gute Idee. Hier sieht man mal den Vergleich. Das ist die Pflanze, die ich gedüngt habe. Und die habe ich leider vergessen. Frag nicht warum. Irgendwie habe ich nur die eine gedüngt und die ist wirklich sehr dürftig. Das hat der hier richtig gut getan. Hier ist eine Aubergine. Versteckt sich hier. Ja, ich bin richtig zufrieden und werde jetzt gleich mal ein bisschen was ernten. Hier sehe ich schon ein Tomätchen. Eine wirklich sehr grüne Ernte. 3 Tomaten, 3 wunderschöne Gurken und ein Kürbisblatt. Ein Blatt Kapuzinerkresse und ein bisschen Basilikum. Ich sage besonders grün, weil ich hätte mir ein bisschen rot noch gewünscht. Es waren jetzt leider nur 2 Tomaten reif, aber ich kaufe jetzt auch keine Tomaten mehr, das lohnt sich irgendwie nicht. Es sind aber trotzdem schon viel mehr Tomaten jetzt schon als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja Braunfäule im Gewächshaus und eigentlich war die gesamte Ernte hinüber. Ich glaube, ich habe letztes Jahr 3 Tomaten gegessen aus dem Gewächshaus und das ist halt extrem demotivierend, weil man halt so viel Zeit da reinsteckt. Und wenn man halt dann gar keinen Ertrag hat, ja. Mir hat eine Freundin letzt erzählt, dass Kürbisblatt nach Nuss schmeckt. Und sie hat recht. Also es dauert so 2-3 Bissen und dann schmeckt es einfach so krass nach Walnuss.
Ich merke gerade, wie ich dieses Messer vermisst habe, während ich weg war. Es ist einfach so cool, immer wieder mit diesem Messer zu schneiden. Danke auch an alle, die bei uns im Shop bestellt haben. Im letzten Video habe ich ja verkündet, dass es wieder Messer im Shop gibt. Und es haben wirklich viele Leute bestellt, die auch schon länger gewartet haben, bis es wieder Messer gibt. Ja, deshalb, falls du es noch nicht hast, schau gerne bei unseren Messern vorbei. Link findest du in der Infobox. Ja, das erklärt einiges. Also der Wasserstand ist gerade ungefähr hier unten, weswegen ich gerade kein Wasser mehr habe. Im letzten Video habe ich noch so voll stolz erzählt, wie genial das Wassersystem hier ist, dass wir vom Brunnen hinten direkt hier in den Kanister pumpen können. Ja, jetzt geht's nicht mehr, weil der Brunnen ist so verschlammt, dass quasi kein neues Wasser nachsickern kann. Das heißt, der Brunnen muss im Prinzip entschlammt werden. Also dafür gibt es auch Systeme, die man sich halt ausleihen kann, um eben den Schlamm von unten abzutransportieren. Aktuell fahre ich jetzt quasi hier aus dem Dorf halt Wasser, das ich mir dort abfülle in Kanister, halt hierher und fülle es dort hier jetzt in den Kanister. Echt super mit der Treppe. Das wäre davor noch nerviger gewesen. Genau, das heißt, so mache ich das gerade. Ja, manchmal muss man noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor es dann weiter vorwärts gehen kann. Mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht so richtig gezeigt habe, wie es eigentlich hier oben gerade aussieht. Hier ist nämlich auch was neu. Es gibt ja hier das Fenster, das war ja schon drin. Zusätzlich eingebaut haben wir dann noch das kleine Fenster hier. Das hatten wir für 40 €, glaube ich, auf eBay geschossen. Und seit 2 Monaten oder so gibt es hier noch ein Fenster. Das hat mir der Moritz schon vor einem Jahr mal geschenkt. Das hatte er von seinem Lehm-Tiny House übrig. Da wollte er es eigentlich einbauen. Der Moritz, das ist der vom Kanal Irgendwas mit Bauen. Ich habe auch schon mal ein Video mit dem gemacht. Schau gern bei dem vorbei, wenn du mal Lehm-Tiny House Updates haben willst. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es bei ihm nicht mehr reingepasst hat, weil das wirklich super tolles, ganz viel Licht hier gibt. Juhu, ich habe wieder Wasser. Juhu, ich kann wieder abspülen. Gibt irgendwie auch Schöneres. Wenn ich Feuer mache, benutze ich übrigens immer noch Restholz aus dem Haus. In diesem Fall waren es Deckenleisten. Die haben wir damals als erstes aus dem Haus gerissen und es sind einfach immer noch welche da. Und manchmal frage ich mich dann, ob in einigen Jahren irgendwer all das, was wir da reingebaut haben, auch wieder rausreißt und verbrennt. Es ist Wahnsinn, wie sehr dieser Holunderblütentee nach Holunder riecht. Also das mag jetzt selbstverständlich klingen, aber diese Intensität ist echt krass, die da in den Blüten konserviert wird. Ich hatte Besuch die letzten Tage. Es waren 2 Freunde da, Hannah und Chris, die habe ich in Griechenland kennengelernt. Und an Hannah habe ich meine Perlmuttkette verschenkt. Deswegen mache ich eine neue. Jascha hat die Tage nämlich auch Perlmut-Anhänger neu gemacht. Denn die Perlmuttkette war auch im Shop wirklich die beliebteste Kette.
aber einfach direkt ausverkauft. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es wieder auch Perlmuttketten im Shop. Dieses Perlmutt nennt man Power Perlmutt. Das ist sehr selten, wirklich wunderschön. Und zusammen mit der Kette, die ist aus 925er Sterling-Silber, sowie auch der Biegering. Deswegen ist es ein sehr hochwertiges Schmuckstück. Und es gibt im Shop auch die passenden Ohrringe dazu. Aus dem Perlmutt gibt es auch noch diese runden Ohrringe, die ich auch super schön finde. Und wer es wirklich ganz dezent haben möchte, gibt es auch solche kleinen Stecker. Das ist ein richtig schönes kleines Detail. Der Link zum Shop ist wie immer in der Infobox. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust. Ich nutze jetzt diesen milden Vormittag, um ein paar Sachen im Gewächshaus zu machen. Hier kommt auch schon ein bisschen die Sonne durch. Also so ab 12 Uhr kann man hier drin eigentlich gar nicht mehr sein, weil es einfach viel zu heiß ist. Aber jetzt ist noch ein Großteil im Schatten. Da ich mit der Lufferpflanze so gute Erfahrungen mit dem Pferdemist gemacht habe, werde ich jetzt auch hier die Tomaten ein bisschen düngen, weil an einigen Blättern habe ich so Verfärbungen. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es eventuell ein Nährstoffmangel sein kann. Und ganz oft wurde mir Kaffeesatz empfohlen, aber um ehrlich zu sein, ist es mir einfacher gefallen, einen Eimer Pferdemist zu besorgen als Kaffeesatz, weil hier trinkt niemand Kaffee. Die vergessene Lufferpflanze bekommt jetzt natürlich auch endlich ein bisschen Dünger. Ich bin gerade weiterhin dabei, nach und nach diese Grube hier auszuheben, weil der Grundwasserspiegel weiterhin hoch ist. Es regnet auch wirklich viel und es sammelt sich einfach super viel Regenwasser hier in der Grube und läuft nicht ab. Deswegen, ja, das ist einfach über Jahre zugelaubt jetzt und die Erde ist nach unten gerutscht in die Grube und deswegen ist hier gerade der Abfluss nicht mehr gegeben. Hier unten ist so ein Rohr, wo das Wasser auch ablaufen kann, aber das war komplett verstopft. Das ist jetzt zumindest schon wieder freigelegt. Und jetzt muss hier halt einfach auch noch ein bisschen was weg. Ich arbeite gerade hier in der Eidechsenburg. Als wir hier zum ersten Mal herkamen, haben wir nämlich gemerkt, dass hier sehr viele Eidechsen und Salamander ihren Lebensraum haben. Und deswegen haben wir diese Eidechsenburg angelegt, damit die sich hier zurückziehen können. Da gibt es ganz verschiedene Anleitungen dazu, wie sowas aussehen soll. Und da müssen eben verschiedene Elemente erfüllt sein. Wir haben zum einen hier einen Bereich mit losen Steinen, wo die sich verstecken können und wo sie sich auch sonnen können. Das machen die auch sehr gerne, ist sehr süß. Dann gibt es auch Sand, wo die ihre Eier legen können. Das mögen die sehr gerne. Und ja, so ein paar unterirdische Sachen. Und die andere Seite, die soll so ein Hügel sein. Und da sollen Sukkulenten hin, die sich auch echt schön ausbreiten. Und deswegen setze ich da gerade ein paar hin. Mal ein Tipp für diese Messer mit Kohlenstoffstahlklingen. Die sind super toll, aber man muss sie richtig pflegen. Das heißt, nach der Benutzung direkt waschen und trocknen. Wenn man das nicht macht, kann sein, dass die Klinge so ein bisschen leicht rostig aussieht, aber das ist gar kein Problem. Dafür kann man einfach Zitrone nehmen und Zitrone löst das auf. Oh, jetzt geht es ja ab bei meiner Milch. Sieht jetzt ein bisschen falsch aus, die Milch, aber es soll genau so sein. Die soll sich jetzt nämlich von der Molke trennen. Das passiert durch den Zitronensaft. Das funktioniert nur mit Frischmilch, also nicht mit normaler Haarmilch. Tada! Das hier ist tatsächlich einfach Frischkäse. Das ist so cool, was man alles selber machen kann.
bin immer wieder begeistert. Eigentlich war das gerade nur die Vorarbeit. Ich will nämlich Sushi machen. Ich habe nämlich jetzt drüber nachgedacht, was ich mit Gurke noch alles machen kann, weil ich so viel Gurke habe. Und ich dachte mir, ich kann jetzt ja nicht immer nur Gurkensalat machen. Das hat mich irgendwie gefühlt jetzt schon genervt, weil es das jetzt zweimal hintereinander gab. Deswegen dachte ich mir, ich mache Sushi und ich liebe es so ein bisschen Frischkäse damit reinzumachen. Und mit Gurke ist tatsächlich auch mein allerliebstes Sushi. Ich brauche es da gar nicht kompliziert. Es darf gern so einfach wie möglich sein. Dieser Sommer ist anders als die letzten beiden. Mittlerweile ist zumindest das Erdgeschoss ein vollwertig bewohnbarer Raum. Klar gibt es weiterhin Dinge, die gemacht werden müssen, aber die Renovierung hat jetzt auch erstmal ein Stadium erreicht, in dem der Druck raus ist. Jetzt kann alles, aber nichts muss. Irgendwie ein komisches Gefühl nach den ganzen endlosen To-Do-Listen der letzten Jahre. Dadurch entsteht jetzt mehr Raum, um einfach auch mal den Ort zu genießen und das Tiny House nicht nur als Baustelle zu sehen. Und doch kitzelt es mich natürlich in den Fingern, denn fertig ist so ein Bauprojekt natürlich nie.